Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von #Bulle und Bär. Wir sind mal wieder für euch auf die Straßen gegangen und haben die Passanten zum Thema Finanznachrichten gefragt. Carolina, wo informierst du dich dann eigentlich zum Thema Finanzen? Ja, Svenja, es gibt mittlerweile viele Medien, wo man sich informieren kann. Und es ist auch interessant, wie manche Ereignisse den Kurs beeinflussen können. Ah, interessant. Und wie sieht es bei dir aus? Verstehst du eigentlich Finanznachrichten? Ja, man braucht meiner Meinung nach Grundkenntnisse dafür. Und ich glaube, unseren Passanten geht es genauso. Deswegen möchten wir heute fragen, wie man sich informieren kann. Okay, dann schauen wir doch einfach mal nach. Wie sieht es dann eigentlich aus mit Finanznachrichten? Falls du dich informierst, wo würdest du dich denn informieren? Im Internet wahrscheinlich. Wir haben auch alle Webseiten, wo man sich gut informieren kann. Nee, ich lese nicht. Internet. Bei Nachrichten im Fernsehen oder so. Gibt es denn zum Beispiel noch Informationen, die ganz konkret vielleicht den Kurs von einem Unternehmen beeinflussen könnten? Ja, da fällt mir dann eine Flugkette ein, die insolvenz geworden ist in letzter Zeit. Wahrscheinlich dann dementsprechend die Aktie auch gesunken. Man sieht es ja auch immer, wenn irgendwelche Ereignisse vorfallen, dass dann die Aktie von dem einen Unternehmen fällt oder sinkt. Nein. Ja, na klar hat's das. Ihrer Meinung nach, was braucht man, um Finanznachrichten zu verstehen? Erfahrung, keine Ahnung. Ab und zu verstehe ich es, aber nicht bei allen Themen. Also ich beschäftige mich damit überhaupt nicht, muss ich ehrlich zugeben. Und ich muss auch sagen, es interessiert mich leider eher weniger. Normalerweise schon, aber jetzt haben sie halt gerade einen erwischt, der sowieso auch beruflich mit dem Aktienhandel zu tun hat und von daher. Nein. Also man kann vielleicht so jetzt bei so einem Interview mal ein paar Fragen beantworten, aber jetzt wirklich ein kompetentes Gespräch führen, mit meinem Wissensstand auf gar keinen Fall. Ja, das ist eigentlich genau das Gleiche. Jetzt sind wir zurück im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse. Und nun werden wir unseren Experten dazu befragen. Unser Experte heute ist Robert Kreil. Robert Kreil ist Chefstratege bei Merck Fink und unter anderem auch noch Referent bei der Capital Markets Academy. Guten Tag. Guten Tag. Wo finde ich denn eigentlich Finanzinformationen? Was sind denn da so meine Quellen, die ich benutzen kann? Ja, das ist natürlich sehr breit. Erstmal das Naheliegendste sind Tageszeitungen, die sehr große Wirtschaftsteile oder auch Finanzteile haben. Dann natürlich auch das Fernsehen. Im Fernsehen wird ja auch sehr viel mittlerweile über Finanzthemen, auch über die Börse informiert. Und ich denke, am wichtigsten von allen Quellen, die heute denkbar sind, ist eigentlich das Internet. Schon aufgrund der Aktualität, weil das gerade an den Finanzmärkten und an der Börse eine sehr große Rolle spielt. Ja, wie Sie gesagt haben, es gibt viele Quellen, aber was sind börsenrelevante Informationen? Das kann sehr, sehr vieles sein. Natürlich sind es Meldungen, die erstmal die Unternehmen und die Wirtschaft direkt beeinflussen. Das kann von politischer Seite sein, das kann von Unternehmensmeldungsseite sein, das kann aber auch aus ganz anderen Sachen sein. Wenn zum Beispiel Wetterphänomene auftreten, es gibt große Schäden, kann das zum Beispiel auch Einfluss auf Unternehmen, auf die Wirtschaft haben. Dass Versicherungen zahlen müssen, dass neu gebaut werden muss. Wenn heute einfach eine Fußballweltmeisterschaft vergeben wird, dann brauchen sie Sponsoren, dann müssen auch Gebäude gebaut werden. All das sind Wirtschaftsmeldungen, die die Finanzmärkte beeinflussen können. Können Sie uns vielleicht auch noch abschließend ein konkretes Beispiel nennen, was so den Kurs beeinflussen kann? Ja, das kann zum Beispiel sein, wenn die Kosten steigen für Unternehmen. Sagen wir, die Löhne steigen in Deutschland. Das ist gut für die Verbraucher, sie verdienen mehr, sie haben mehr Geld zum Ausgeben. Auf der anderen Seite wird es teurer für die Unternehmen, weil die einfach höhere Kosten haben. Es kann auch durch steigende Ölpreise zum Beispiel kommen. Energie ist ein sehr wichtiger Faktor, um etwas zu produzieren. Und wenn die Unternehmen dafür mehr bezahlen müssen, dann wird es für die Unternehmen schwieriger. Aber das sind nur zwei von sehr, sehr vielen Beispielen. Vielen Dank. Herr Kreil, vielen Dank für Ihre Zeit. So beenden wir diese Folge von #Bull und Bär und freuen uns auf das nächste Mal. Und wenn ihr euch weiter informieren wollt über Finanzthemen und auch noch andere Börsenthemen, dann schaut doch gerne mal vorbei auf dem Portal Digitales Lernen von der Deutschen Börse AG. Und des Weiteren gibt es auch noch die Seite Börse Frankfurt. Wenn ihr Interesse habt an weiteren Themen, die wir vielleicht mal für euch vorstellen sollten, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare und wir freuen uns auf das nächste Mal.